Einiges Titel habt ihr jetzt? Freudig verliebt auf den ersten Blick. Und vielleicht auch bald glücklich verheiratet. Hätte sie gerne ein behinderter Schwiegersohn? Wie würden Sie reagieren, wenn Ihre Tochter einen Autisten heiraten würde? Oha. Diese Schlüsselszene aus unserem letzten Theaterstück ist schon krass. In dem ersten Inclusical Brandenburgs geht es um Liebe, Tanz, Musik, Inklusion, künstliche Intelligenz und eine Dating-App für Menschen mit Behinderung. Also um das wahre Leben, die Balance zwischen Dream and Reality. Robert hat nach unserem letzten Stück gesagt, was meint ihr zu einem Musiktheaterstück? Da bin ich drauf eingestiegen und habe gesagt, naja, dann lass uns doch gleich über ein Musical nachdenken, ein inklusives Musical oder ein Inclusical, wie ich auch gern sage. Wir sind in verschiedenen Workshops unterwegs. Da haben wir einmal natürlich die Musikgruppe oder den Musikworkshop und natürlich Tanz. Und Bewegung ist ganz wichtig im Musical. Sprechende Bewegung, da bin ich dann im Workshop tätig mit Schauspielmethodik und versuchen die Leute locker zu machen, damit sie auf der Bühne ja, die entsprechenden Anforderungen auch erfüllen können. Herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Heute ist das große Casting angesagt. Wir freuen uns ganz doll auf gleich die Teilnehmer. Und wir freuen uns auf ganz vielfältige musikalische und bewegungstechnische Angebote. Anna, hallo Anna, schön, dass du da bist mit den Stabmas. Und hier haben wir auch unsere ganz kompetente Jury. So einmal Pascal, Johanna, Juliane und Robert, der die Teilnehmer auf Wunsch dann auch musikalisch unterstützt. Die Anstrengung raus, ne? Ach, du hast es ganz prima gemacht. Ja? Komm mal her. Komm mal her, da muss ja noch mal gedrückt werden, so viel Aufregung. Ne? Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Ich lese eine andere Stube, was soll ich mit? Thomas, du wusstest, dass jeder, der hierher kommt, etwas vorbereitet. Und das kann er sich selber aussuchen. Ja? Das darf jeder selbst gestalten. Ich hätte jetzt eine andere Idee. Ja, erzähl. Dass ich höchstens mal auf einen Tisch gehe und das Ganze das ist ein Leitung und so. Also ich spiele das, was du mir zeigst. Danach kriegst du auch Applaus. Und dann gibt's Applaus, lass mal machen. Und dann machen wir Applaus. Okay, ich guck dir zu.
niemand. Heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt. Die Jahre gezählt, die nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun ganz was anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, Guten Tag, ich heiße Luke, ich werde Ihnen ein paar Witze vortragen. Sagt der Wal zum Thunfisch, was soll ich tun, Fisch? Sagt der Thunfisch zum Walfisch, du hast die Wahl, Fisch. Ja, danke. Cool gemacht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, bis bald hoffentlich. Also vom Verständnis her wirklich fit, hat eben das Problem, sich nicht artikulieren zu können und nutzt dazu den Talker und den steuert er nur mit den Augen, kann aber darüber ganz viel machen, also mittlerweile auch WhatsApp schreiben, er steuert damit auch zu Hause die Alexa, hat auch ganz viel, hat auch auf seinem Talker so Lieblingsmusik, das mag er total gern, also und da arbeiten wir jetzt dran, wie wir das also auch für die Arbeit noch weiter ausbauen können. Das ist der Hang, du bist doch gewesen und den Haar nicht so gern. Wenn er nicht so gern und ich Haar beide nicht sagen, ja, wenn ich nur mit dir und Haar nicht so gern. Mein blonder Stern, du. Das war ja großartig. Gibt es da jemanden, wo du sagst, Mensch, das war richtig toll, das fand ich richtig schön und interessant? Den Sänger geil. Naja, wir hatten da schön zusammen. Wer war das? Boah. Schwer, ne? Ja, Rasmus, klar, der ist da mit der Gitarre und Singen, das finde ich auch spannend. Ne? Ich auch. Ja, ist gut. Also, ja, da waren auch gut, aber ich finde das so in der Kombination ist schon spannend. So ähnlich wie Trommel spielen und singen, ne? Kalle? Ist schon spannend, ne? Genau. Ja, ich fand auch Thomas ganz lustig mit dem Dirigat. Ja, Also, ich kannte ihn ja, aber das ist auch der typisch Thomas unter uns. Wir kennen ihn, nicht da, nicht gemacht, aber das kann ich, das mache ich jetzt einfach mal. Und das war okay, ne? Aber ja. Mit den Witzen, da kann ich mir auch was vorstellen, dass da geht was. Ich kann ja auch Texte sprechen über den Talker. Weil er Texte entwerfen später, kann ich mir gut vorstellen. Dass er dann auch mit auf der Bühne ist und statt selbst, da kann man das Mikrofon auch an den Talker stellen. Genau. Das ist kein Problem. Wir wollen euch was sagen. Erstmal herzlichen Dank für das Gut und eure Vorbereitung auf dieses kleine Casting. Fand ich sehr gut. Ihr seid alle weiter. Danke! Vielleicht nochmal wirklich für alle. Ihr habt uns das richtig doll schwer gemacht und es wäre verboten. Also wir müssten Ärger kriegen, wenn wir jemandem von euch sagen müssten, dass ihr nicht mitmachen dürft. Jeder hier ist ja kein ausgebildeter Sänger, kein Musiker, sondern alle versuchen mit dem, was sie mitbringen, etwas zusammen zu machen, zusammen zu spielen, zusammen zu musizieren. Wir sind heute wieder beisammen, um was zu machen? Musik, stimmt's? Ja. Und wir machen die Musik für
für ein Theaterstück. Das Theaterstück kennen wir noch nicht genau, das machen wir uns erst noch schick. Aber Felix, Musik machen wir auf jeden Fall. Yes. Runter, hoch, runter und zum Nachbarn. Prima. Hoch, prima, runter und jetzt nach, ja, oder du machst es rüber. Ja, super. I like the mountains. Was heißt denn das? Keine Ahnung. Na klar, ich liebe die Berge. I like the mountains, I like the rolling hills. I like the Und Schluss. Ich bin Keyboarder in dieser Band, arbeite mit unserem Spitzenmann, unserem Robert zusammen. Also er ist so gut wie der Bassist, der letzte Bassist von den Pudis. Jetzt spielt ihr mal los. A und E, A und E. Felix, die A-Seite, wo ist sie? Spiel sie bitte nochmal. Richtig, spiel nochmal vor. Und jetzt die D-Seite, die A-Seite. Prima, die G-Seite. Die G. Komm, zeig's dir. Nur mal zeigen, guck mal, was zum ersten Mal. Ja. Immer hin und her. Eine Hand am Rand, eine in der Mitte. Probier's aus. Jawohl, Kalle kennt das schon. Du machst rechts, klar. Nicht zu laut, mach's entspannt. 1, mit G beginnen wir. 1, 2, 3, los geht's. G, 2, jawohl. Jawohl, so. Mit G, 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 G. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A, super, 2, 3, jetzt. A, 2, 3, 4, 1. Weil ich habe mit 4 Jahren angefangen, Geige zu spielen, Violine, dann zum Kontrabass, zum Klavier, zur Gitarre, zum Schlagzeug, zum Vibraphon und dann während des Musiklehrerstudiums auch eben das alles anwenden können. Und später auch noch Kontrabass studiert an der Eisler Hochschule in Berlin. Ja, und das passt ganz gut zusammen, weil eben auch viele Interessen in den Bands sind und die kann ich eben dadurch auch ganz gut bedienen und unterstützen, weil ich die Saiteninstrumente ganz gut bedienen kann. Das hat bei den Proben viel Spaß gemacht, weil wir ganz unterschiedliche Ressourcen haben bei den Musikern, die ich versuche auch ins Stück mit einzubringen und die alle auch zur Geltung kommen sollen. 1, 2, ein Bettenkonfett, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Was ist schon dabei? Die Grillen singen und es duftet nach Heu, wenn wir träumen. Und mal kurz Pause. Wir haben halt Tage, dann gibt es eben einen Musiktag, es gibt einen Schauspieltag und es gibt einen Tanztag. Und es gibt schon Leute, die sagen, ich will nur Musik machen, ich will ein Instrument spielen oder singen, ich will mich nicht so gerne bewegen. Das ist manchmal schon so eine kleine Herausforderung, dann alle sozusagen mit ins Boot zu holen. Oberschenkel, Oberschenkel, Klatsch. Oberschenkel, Oberschenkel, Klatsch. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Könnt ihr mal eure Arme und Beine ausstellen? Das hat sehr gut geklappt. Auch mit ihr wollt nicht mitmachen? Nee, danke. Also wer nicht alles ausprobiert, der kann am Ende nicht beim Musical mitmachen. Erst mal probieren. Dann wissen wir, was nicht. Wo der keine Lust hat. Sie erledigt. Naja, die haben über was gemeckert, was sie überhaupt nicht kennen. Also die waren letzte Woche nicht da. Wir haben letzte Woche einen Tanz geübt und da haben sie immer gesagt, nee, der ist scheiße, den machen wir nicht. Aber sie kannten ihn ja gar nicht und das sage ich ihnen dann auch klar. Also das Faszinierende ist, wenn ich mit der Gruppe arbeite, es ist kein Unterschied für mich zu einer Schulklasse, mit denen ich sonst arbeite. Also ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ich rede mit denen genau gleich und ja. Also ich denke, das ist auch das Schöne einfach, dass ich es irgendwann vergesse. Oder was heißt irgendwann? Sind für mich keine Menschen mit Behinderung. Das ist, wir arbeiten zusammen, wir sind ein Ensemble oder eine Gruppe und die gemeinsam was erarbeiten wollen und dann ist es so. Oben immer erst was Provisorisches. Deshalb möchte ich hatte die Angst, dass ich es nicht gelernt habe. Du hast Energie. Stellen in ein paar Reihen, damit wir Platz haben. Ja? So, du tanzt auch mit. Nee, diesmal tanzen wir in diese Richtung, weil wir jetzt Zuschauer haben. Zweite, 6. Sommer.
Bei jedem solchen Workshops ist natürlich am Ende auch die Frage, wem tun wir einen Gefallen, indem wir ihn zum Beispiel bitten, beim nächsten Mal vielleicht erneut sich zu versuchen. Rotlicht. Leonie, Felix, nach hinten. Du bist sehr streng, sehr gut. Und diesmal noch nicht dabei zu sein. Das ist manchmal besser, als die Leute einfach mitlaufen zu lassen und sie dann vor größere Probleme zu stellen, wenn sie merken, es funktioniert nicht oder sie können das nicht erfüllen, was wir von ihnen erwarten oder was wir im Stück bewegen möchten. Also insofern sind solche Entscheidungen auch notwendig und im Sinne der Leute, auch wenn sie es vielleicht in dem Moment nicht so sehen. Vorne ist eine Bühne, wir stellen uns vor, das ist wie ein Bilderrahmen, wo wir jetzt ein Bild hineinbauen. Ohne Vorgabe. Das ist jetzt jeder, der eine Idee hat. Wollte ich den Arm. Ach, genau, was war das denn? Wo haben die sich befunden? Am Strand. Wo? Am Strand. Was denkt Thomas? Wo habt ihr euch befunden? Nein, ich wollte ihn so umarmen. Also erst kam Pascal wieder so brutal mit der Faust, ja? Da habe ich gesagt, Mensch, was willst du denn mit ihm hier machen? Und dann wurde es plötzlich ganz liebevoll. Also wir wollen Luke helfen, wir wollen ihn schützen, wir wollen ihn umarmen. Also das könnte eine Situation gewesen, Besuch im Wohnheim zum Beispiel. Ne? Kommen dann die ganzen Leute, seine Freunde kommen und haben ihn begrüßt. So, ja? Ja, und da, okay. Ah gut, du Da. Korrektur. Genau. Total engagiert und auch Leute, die sonst Hüftprobleme haben und eigentlich nicht laufen können, sind hier auf einmal und drehen sich wie wild und freuen sich und tanzen. Wir haben Teilnehmer, die sprechen sonst nicht, aber die singen und die tanzen und sind da total dabei. Und das ist einfach das, was mir so gefällt und warum ich das so gerne mache. Bevor wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer vorstellen, hatte ich die Idee, dass ihr euch untereinander immer zu zwei Auszubildender aus der Fachschule und ein Mensch von den Werkstätten zusammenfindet. Das sind immer zwei Leute. Und Michael oder auch Micha. Ja, Mann. richtig. Er hatte bisher 5 Beziehungen und hat jetzt gerade keine Beziehung, hat aber eine feste Freundschaft zu einer Frau aus der Musikschule. Er hat mir erzählt, er ist 15 Jahre schon mit einer Frau verheiratet. Nicht vom Standesamt, aber ihm ist sehr wichtig die Treue. Und mit 1 Million Euro, hat er gesagt, würde er sich eine neue Frau suchen. Die Fragen waren ja jetzt nicht so willkürlich aus der Luft gegriffen. Vielleicht die mit der Million Euro, die fand ich eigentlich immer ganz schön, mal zu hören, was sich Leute so vorstellen. Und die von Thomas, die Antwort werde ich nicht vergessen. Wir machen ein Stück zum Thema Liebe und Partnerschaft. Ich habe es genannt, verliebt, verlobt, verhindert, wobei verhindert mit Fragezeichen. Normalität ist ja, dass man einen Partner findet, ob in einer Beziehung oder nicht. Jeder hat zu diesem Thema, denke ich, was zu sagen und hat dazu eine Einstellung oder hat dazu Emotionen. Einerseits habe ich einen Freund, andererseits wohne ich mit dem nicht zusammen. Und so eine ganz übliche Beziehung ist das jetzt auch nicht. Wir fahren zum Beispiel zusammen in den Urlaub, verbringen auch sonst relativ viel Zeit, aber so eine Beziehung im klassischen Sinne ist es auch irgendwie nicht. Also kann man so oder so sehen. Ja, für mich muss sie musikalisch sein.
Ich muss mit ihr alle möglichen Sachen machen können. Wenn man mal gut essen geht, dass man auch mal was ausprobieren kann. Indisch, Chinesisch, Türkisch oder irgendwas anderes. Aber wir sind schon 16 Jahre schon verheiratet. Manchmal haben wir Streit, manchmal auch nicht und so, weißt du? Da wohnen sie, wie heute früh zum Beispiel, nee, weißt du, wir schlafen, ich meine, wir leben ja zusammen in Wohnungen drin, nicht in derselben Gruppe, weißt du? Ja. Und schlafen ja auch getrennt und so. Sie schläft in ihrer Gruppe, ich schlafe im Männerzimmer, weißt du? Ja, unterhalten, gucken, schmusen, was gerade nötig ist und so, weißt du? Oder spazieren gehen, was wir gerade wollen und so, weißt du? Ich finde es cool, weil es ist auch irgendwie so eine Thematik, wo man eigentlich sagt, das ist ziemlich ungewöhnlich, wo Nichtbehinderte und Behinderte beziehungsmäßig zusammenkommen. Ihr merkt, ich weiß nicht, ob du das denn, wo wir Hirschluch gefahren sind. Ja. Die jungen dass da Mädels die Schüler da. schon teilweise geguckt haben. Und Es wäre schön, wenn wir einiges davon im Stück mit reinnehmen, aber es gibt natürlich, und jetzt komme ich zu einem wunden Punkt, es gibt natürlich gar nicht so viel Zeit, um das Stück mit euch allen nach und nach zu entwickeln. Ohne diese Woche in Hirschluch würden wir Ende des Jahres kein Stück haben. Das ist eine alte Erfahrung, das haben wir jedes Mal erlebt. In einer Woche, wo wir 24 Stunden am Tag zusammen sind, natürlich mit ausreichend Schlaf, hoffentlich mit Mittags- und Abendpausen, aber wo wir sozusagen Montag bis Freitag an diesem Stück arbeiten können, an der Musik, an der Ausstattung arbeiten können. Guten Morgen, wir sind in Hirschluch zu unserer Projekttheaterfahrt, um das neue Stück zu erarbeiten. Und wir brauchen so ein bisschen Input, so ein bisschen warm machen, um nachher in die erste große Probe, Durchlaufprobe mit allem zu gehen. In den Kreis, kleine Schritte, Arme nach unten. Hey! Was war das? Lauter? Männer, die hier ins Dating gehen, habt ihr eure Klamotten? Du hast deins, Thomas ist nicht da, wo ist, du hast dein Jackett und deine schicken Sachen? Wie Thomas? Oh ja, den, der ist schön. Der ist wunderbar. Ich habe zwei Autos. Ihr könnt das so machen. Ich finde das auch schön. Ich habe euch jetzt mal eine Pause geschrieben. Musikalischer Leiter und alle anderen. Es beginnt jetzt unser erster Komplettdurchlauf und wir wollen möglichst wenig unterbrechen. Also Konzentration und Licht. 1, 2, 3, 4. Also wir haben die Musiksparte, das sind unsere Musiker, dann natürlich die Schauspieler, die Bühnenausstattung, das Kostüm und jetzt ja auch Tanz und Bewegung mit drin. Genau, das sind so die Arbeitsbereiche, wo sich jeder nach seinen Kompetenzen, nach seinen Interessen wiederfinden kann und auch mehrere Aufgaben dann übernimmt. Lass es raus, wenn wir wissen, was in dir steckt. In Love hat dich schon entdeckt. Wenn du jetzt lachst, können wir es sehen. Ja, wir sehen dich mit all deinen Farben und deinen Namen. Die KI-basierte Partnervermittlung in Love bringt Dating auf ein neues Level. Schwächen und Fehler verstecken? Nicht bei uns. Unsere KI blickt hinter die Maske. Wir glauben daran, dass Liebe keine Grenzen kennt und vermitteln echte Menschen mit und ohne Handicaps.
Wir helfen euch zu matchen, was wirklich matcht. Let's date in love! Hat er nicht geklappt. Ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Frau. Ich bin jetzt 39. Ich bin jetzt 39 und immer noch Single. Ja, Künstliche Intelligenz basiert ja auf Daten, die eingegeben werden, die man irgendwo angeben kann, wen man sucht, was man so für Hobbys hat, wo es denn vielleicht Schnittstellen gibt. Aber was die KI eben nicht kann, sie kann eben keine Gefühle vermitteln. Diese Ansage, 450.000 Follower und TikTok, YouTube-Star und Influencerin, Stylistin Lotti. Hallo Lotti. Und dann, oder bitte Lotti. Und dann die Melodie? Ja, gerne. Das ist so? Weil sonst geht das völlig unter, was du da sagst. Bin ich schon dran? Aber erstmal werden wir uns einsingen und bla bla bla, bla bla bla. Erst zuhören. A, E, I, O, U. Bla bla bla, bla bla ble, bla bla bli, bla bla blo, bla bla blu. Das heißt, die Vokale kommen nochmal, die Laute, kommen nochmal weiter nach vorne. A ist ganz weit hinten, U, ja, Lippen vorne. Ganz deutlich, schön langsam, zusammen. Und bla bla ble, bla bla bli, bla bla bla, bla bla blu. So, aber erstmal nur die Akkordfolge. D, G, B, C, D. D, G, B, C, D, genau. Und der letzte Takt ist halbtaktig. Das D ist dann wieder voll. Also du spielst einen Dreiviertel. Ich spiel's gleich vor. 6, 8. Okay. Genau. Es geht ja darum, dass sich zwei verlieben, der eine nicht behindert und die andere behindert. Und die wollen zusammenkommen. Und wenn es nach dem Vater geht, er will es nicht. Und das finde ich schon ein bisschen heftig. Ich meine, es kann jedem passieren, dass er irgendwann mal behindert wird. Schlagzeug spielen. Natürlich macht das Spaß. Ich mache Musik und Tanz. Das ist alles, was ich kann. Ich war schon mal als Kind auf der Bühne und da hat es mir halt auch Spaß gemacht. Aber so richtig Theater gespielt habe ich halt noch nicht. Die Sau, dann kannst du meinetwegen die Sau dann rauslassen. Welche Sau? Und wie denn? Kann mir doch immer eine Cola leisten. Spaß kannst du auch haben, wenn du keine Cola hast. Und wechseln. Nein, erst warten, bis es vorbei ist. Okay, wirklich, bis es vorbei ist. Erst ist vorbei. So, noch lang. Du willst doch eine Beziehung, oder? Und sonst? Verstehen müssen wir uns. Und? Ich bin der Marc. Ich spiele mit einer der Hauptrollen den Ronny Müller in dem Stück. Es gibt ja so viele Dating-Apps. Man gibt so viele Möglichkeiten, sich zu daten, Partner zu finden. Deswegen eigentlich passend für die Zeit, würde ich sagen. Ja, Linda, bisher hat es bei keinem der Paarungen in Runde 1 gematcht. Die Bioströme und Erregungskurven zeigen mir, dass wir auf das erste Match wohl noch warten müssen. War super, hat super geklappt. Die kleinen Pausen sind überhaupt kein Problem. Ich finde diese Automatenstimme sehr gut. Ich habe auch nicht wirklich länger Zeit. Ja, bis um 2 hast du aber.
Wann musst du, nicht jetzt diskutieren, sag's mir später. Jetzt machen wir erstmal weiter. Robert muss sowieso abbauen. Ja? Oh, Robert, wir hören das Vogelgezwitscher, dann wird es langsam hell, das sage ich einfach nur an jetzt. Und dann kommt ihr mit der Musik dazu auf mein Zeichen. Also, Blackout, alle liegen. Bitte. Es wird langsam hell. Es werden auf die Bühne übrigens 2 Palmen geschoben. Die kaufen wir noch. Die stehen dann da. Paradies, ja? Oder so, dann sagt die KI, ihr passt nicht und das war's dann. Und genau das brechen wir an dem Stück auf, indem wir die KI kaputt machen letztendlich durch Gefühle, durch wahre Gefühle, die der Mensch nur signalisieren kann oder auch einfangen kann. Das ist so gemein. Komm, Ronny, wir gehen. Ja, das habe ich vergessen. Dann wenn er dann sagt, ja, geh nur, kannst gleich die Schlüssel, da musst du dich umdrehen. Ich bin die Johanna, bin 19 Jahre alt. Ich mache beim Theater Miteinander mit, weil mir das auf der Bühne sehr viel Spaß macht. Beteiligt und es klingt sehr gut. Genau, dann seid ihr wieder Wir machen eine Band aus. Ja. Also jetzt Stand, Mitte, genau, und die Hocker kommen und der Tisch. Mal ab, bis Junimond vorbei ist, Black, Wand wird gedreht und die ganzen, was hier vorne steht, kommt weg. Also das kann man selber mal am besten machen, dann wischt ihr das immer da oben ein bisschen weg. Ja, sieht aber gut aus. Auf jeden Fall sieht doch mal ordentlich aus. Grinsen. Ich weiß nicht, deine Jacke aussieht. Ja, wir sind aufgeregt. Eine Frau. Sehr schön. Nach dem Anfangstanz mit Cheerleadern, Leuten, kommt Felix und Yvonne, wisst ihr ja, und gleich dahinter Luke, der möchte mittanzen. Luke hat den Wunsch gehabt, mit seinem Fähnchen, was er ja auch gebastelt hat in dem Workshop, dass er mit auf die Bühne kommt. Der Unterschied ist ja, dass die Schüler, die jedes Jahr neu in das Schauspiel mit eintreten und für die ist es eine Herausforderung, gerade zu Beginn ihrer Ausbildung so ein Projekt zu stemmen. Die haben, glaube ich, auch viel erstmal damit zu tun, sich mit sich auseinanderzusetzen und sich einzufinden. Für die Mitarbeiter der Werkstätten ist es, glaube ich, schon fast was wie eine Berufung, wo sie sich das ganze Jahr darauf vorbereiten, auch schon innerlich. Ja, so würde ich das jetzt mal formell beschreiben. Ich glaube nicht, dass es aufwendiger ist, sondern dass man flexibler sein muss. Also dass man auch als Regisseur nicht einen hundertprozentig feststehenden Plan haben darf, der genauso umgesetzt werden muss, sondern dass man gemeinsam, also auch den Blick darauf hat, wirklich inklusiv gemeinsam mit dem gesamten Team zu entwickeln und zu spielen. Und das hat ja Hans, das macht er unglaublich gut. Dann stehen hier die Hocker für die Wohnzimmerpläne. Genau, hier ist der Tisch. Genau. Wenn da das Sofa Ich habe das Gefühl, dass der Talker so laut ist, dass wir das jetzt nicht noch mal extra mit dem Mikro. Da hängt ja eins dran. Olaf, bist du echt da? Ich bin hier neben dir. Ach, hier. Wir haben ein Headset, wir haben ein Mikrofon am Talker dran. Er muss nicht irgendwo ein Mikro extra. Zusammen raus. Komm. Jo.
Nach vorne. Ja. Bis hier, wo das letzte klebe. Dann stellen wir uns hin und einmal. Dann geht einer nach da und der andere nach hier. 5 vor 6, 10 vor 6, einer. Ja, am meisten freue ich mich auf die improvisierten Strukturen. Wir haben uns Strukturen musikalisch, künstlerisch angeeignet und geübt, die aber flexibel zu handeln sind und wo auch alle mit Spaß dabei sind, das, was sie dann können, im richtigen Moment zu präsentieren, mit einer unterschiedlichen Dynamik, mit unterschiedlichen Tempi, mit verschiedenen Akkorden. Also das ist sehr schön mit zu erleben, dass die Teilnehmer eben das, was sie gerne gemacht haben, auch gerne eben jetzt bei der Premiere präsentieren. Alle Fehler mir aufgeschrieben. Geht ja nach dieser Küchenszene. Ja, das ist okay, aber die klingeln. Mein Handy ist Ich freue mich heute besonders, dass Sie gekommen sind zur Premiere des, soweit ich weiß, ersten inklusiven Musicals von Brandenburg. Ansonsten habe ich nichts weiter zu sagen, außer viel Spaß und Bühne frei für verlobt, verliebt, verlobt, verhindert. Hallo, liebes Publikum. Schön, Sie heute hier in Potsdam im Teeberg begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen zu unserer Speed-Dating-Show von In Love. Heute live begleitet von unserer Miteinander-Band. Die Arbeit ist schon längst vorbei und du fühlst dich schwer wie Blei. Niemand lädt dich zu sich ein. Du bist wie immer sehr allein und du siehst so traurig aus. Komm doch zu In Love, lass es raus, denn wir wissen, was in dir steckt. In Love hatte ich schon entdeckt. Und wenn du jetzt lachst, können wir... Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich bin Lotti und ich singe für euch It's a Match. Hier in dieser Welt, wo es schnell sind wir zwei Seelen, die sich gefunden, schwer wie Blei. Für Beziehungen und so. Du willst auch eine feste Beziehung, sonst wärst du doch nicht hier. Ich muss da keinen. Oh, danke, Ronny. Deine Freundin muss also schön aussehen. Und sonst? Na, verstehen müssen wir uns. Und wechseln bitte. Bisher hat es bei keinem der Paarungen in Runde 1 gematcht. Die Bioströme und Erregungskurven zeigen mir, dass wir auf das erste Match wohl noch warten müssen. Dafür ist das Stirnband mit den Sensoren. Funktioniert so ähnlich wie ein Lügendetektor. Also nicht du, sondern der Algorithmus wählt aus, wer zu dir passt. Das ist gefährlich, lebensgefährlich. Achtung, Gefühlsexplosion. Systemüberlastung. Gefühle sofort herunterfahren. Systemüberlastung. Und mein Feiernfreund, der findet die wahre Liebe. Mein Herz ist voller Hoffnung, seit ich Ronny kenne. Und welche Gefühle habt ihr
freudig verliebt auf den ersten Blick. Vielleicht bald glücklich verheiratet. Julia, was wünschst du dir denn von deinen Eltern? Sie sollen einfach akzeptieren, dass ich mit Ronny zusammen bin und wir wollen heiraten. Kann man das nicht irgendwie verbieten oder so? Gibt es da kein Gesetz, was das verhindern könnte? Also, ich glaube, ich höre nicht richtig, Herr Dassler. Ihre Tochter ist volljährig. Akzeptieren Sie das bitte. Sag mal, freust du dich denn eigentlich gar nicht, dass unsere Julia ihr Glück gefunden hat? Das nennst du Glück? Schau den Loser doch mal an. Wenn du meinst, du kannst immer nur nehmen, ohne jemals Leben gebraucht, dann hast du dich ganz, ganz schwer getäuscht und irgendwann bereust du's auch. Liebes Brautpaar, liebe Eltern, liebe Trauzeugen, wir sind heute zusammengekommen, um Julia Dassler und Ronny Müller miteinander zu verheiraten. Wir sehen Erfahrung. Nach einer solchen Premiere, die auch noch so gelaufen ist wie heute, nämlich sehr gut, bleibt mir mich ganz herzlich zu bedanken bei allen Akteuren, bei allen Mitwirkenden, bei allen vor und hinter der Bühne. Nach der Premiere ist vor der nächsten Vorstellung. Also morgen geht es weiter. Sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Danke für die tolle Aufführung und zum Wohl allen. Also wie die das hingekriegt haben, das habe ich mich direkt danach gefragt. So ohne Dirigent oder vielleicht hatten sie einen und ich habe es nicht gemerkt. Aber die musikalische, also es war ganz großartig, ganz großartig. Besonders berührt hat mich der Moment, als der Vater gefragt hat, möchten Sie, dass Ihre Tochter mit einem Behinderten zusammen ist? Weil das ist so, ich glaube, mitten aus dem Leben. Na, eine ganz besondere Premiere aus all den Premieren, die wir jetzt erlebt haben, ist die Premiere in der Kirche. Also es kommen Kollegen, es kommen Werkstattleiter, es kommen Vorgesetzte, Freunde. Und da merkt man auch noch mal, was das bedeutet, auch da ganz viel zu geben von einem kulturellen Erlebnis für alle und mit was für einer Freude und was für einem Ernst da alle dabei sind. Genießen Sie dieses Musical. Ich durfte es schon sehen. Das ist so toll. Sie werden alle Ihre Freude haben. Das kann ich Ihnen wirklich versprechen. Herzlichen Dank nochmal an alle und
ja, noch ein bisschen mit ein paar Tränchen verbunden, hat man ja jetzt auch gerade im Stück auch gemerkt. Und zum einen wegen der Hochzeit, was zum Schluss war, und zum anderen wegen dem Lied, was ich vorhin eigentlich singen wollte. Es geht darum, dass man einen Partner findet, der einem zu einem hält, egal was passiert. So einer ist das? Behindert oder was? Sowas kommt nicht ins Haus. Bei den über 20 Darstellern und Musikern auf der Bühne, da kommt es natürlich vor, dass der ein oder andere eben ausfällt wegen Krankheit. Und nun waren es heute gleich 3 Umbesetzungen. Das war natürlich eine Herausforderung für alle Beteiligten. Aber daran zeigt sich dann auch, wie gut so ein Ensemble zusammengewachsen ist, wenn das möglich ist. Und wenn auf die Schnelle ein Musiker für einen Schauspieler einspringt oder ein anderer Schauspieler plötzlich dann eine kleine Doppelbesetzung annimmt. Und das war, glaube ich, für alle eine Herausforderung, aber das war schön und wurde von ihnen gemeistert, von den Spielern. Und ich glaube, sind auch stolz dann darauf, das geschafft zu haben. Wer sein Gefühl und mein Feind folgt, der findet die wahre Liebe. Rat und laut oder ich. Es ist noch mal was ganz anderes als die Stücke, die wir in den letzten Jahren produziert haben. Durch diese musikalische Ebene und auch dadurch, dass es so viele Darsteller sind und dass auch jeder Darsteller eben singen muss und diesen Varieté-Charakter man so ein bisschen einfangen muss. Das, was ja nun so meine Aufgabe ist, da gestalterisch die Ausstattung eben zu entwickeln, dass es eben ein bisschen schillert, ein bisschen glitzert. Und wenn die Leute hier in der Kirche spielen, dann ist das für das ganze Ensemble ein Heimspiel. Hier sind ja ihre Fans. So. Und das spürt man auch, dass sie dann noch mal locker dabei sind und ein bisschen improvisieren und dass die ganze Stimmung eben, ja, das ist im Heimspiel in der Kirche in Hermannswerder. Das ist geile Atmosphäre in T-Werk. Ich würde gerne weitermachen. Neue unglaublich, was Hans und alle auf die Beine gestellt. Ich hoffe, das ist Medizin. Ein großes Dankeschön, dass das dahinter. Wow, ich staune, Wahnsinn. Ihr erinnert euch, da waren die Heps noch gar nicht an der Schule. Haben wir im April mit einem Casting angefangen. Stimmt ja. Dann haben wir Workshops gemacht bis in den Juli rein. Ohne die Workshops hätten wir das nicht geschafft. Richtig, wir hatten eine Jury. Wir hatten ja hier über 25 Leute, die mitmachen wollten. Stückes. Wir hatten noch nie so wenig Probenzeit zusammen mit den Heps. Und da muss ich einfach mal den Hut ziehen für euch Heps. Ja? Bei allem, was manchmal auch kritisch war. Aber ich muss einfach sagen, am Schluss bleibt für mich großer Respekt, dass ihr das hingekriegt habt bei so wenig Proben. Wir hatten nämlich außer Hirschluch und außer den 2 Projekttagen, ich habe es ausgerechnet, es ist wirklich kein Witz, nur 7 Probentage. Ein Eindruck, wie hat dir das gefallen? Du warst da diesmal nicht auf der Bühne, sondern vor allem im Orchester. Ja? Stimmt. Also mir hat das auch gefallen. Ja? Ich kann auch sagen, er hat gut ausgedacht und so, die Musik nie, und macht weiter so. Hat es auch gefallen, bei der Musik mitzumachen? Und ich würde dieses Jahr wieder gerne mitmachen. Ich schiebe mich an, ja. Ich schiebe mich an. Wir sind als Team komplett zusammengewachsen und ja, jeder Einzelne hat das wirklich super, super umgesetzt. Also mich hat es anfangs sehr viel Überwindung gekostet, auf die Bühne zu gehen, da ich eigentlich gar nicht so der Mensch für die Bühne bin. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung mit den Menschen, es hat mir Spaß gemacht. Und mein großer Respekt an die ganze Truppe und alle drumherum. Tanzen, Musik machen und für andere. Und ich bin ein ruhiger da und ich will auch ein neues Stück
finde auch, zum Beispiel, wenn ihr Lust habt, da will ich ein Barbenschaft-Ausführung machen. Das Stück richtig, richtig toll, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, auch mit den Schülern. Und ich möchte Anna noch mal ganz herzlich danken, dass sie für mich eingesprungen ist. Wir waren nicht nur neu in der Werkstatt zusammen, sage ich mal, sondern die Klasse war ja komplett neu. Wir kannten uns ja alle nicht. Und ich glaube, durch Hörschluck hat das dann auch, sage ich mal, viel besser funktioniert. Das war ja dann so, dass Zuschauer mir nicht geglaubt haben, dass die Musik live gespielt wurde, dass alles live war. Und vor allem Michael, als die Hochzeit war, der Hochzeitsmarsch, da dachten die Zuschauer, dass das eingespielt worden ist. Und das ist wirklich unglaublich. Also Mit einige Witze da, die man raushauen konnte auf der Bühne, war lustig, wo man das Publikum zu Lachen gebracht hat. Also ich muss sagen, das war mega gut gewesen. Alle Stücke sind gelebte Inklusion. Und das ist das, was sie erreichen wollen. Und ich finde es auch gut, dass sie versuchen, alle mit einzubeziehen. Und gerade dieses Jahr war es ja gerade Luke mit seinem Rollstuhl klasse. Und das ist gerade auch ein aktuelles Thema, was Luke verkörpert hat mit der künstlichen Intelligenz. Finde ich richtig toll. Dass wir eigentlich wirklich alle damit frisch angefangen haben. Das erste Musical war echt gelungen. Hat auch Spaß gemacht, so Nebel zu machen. Immer alle schön eindieseln. Und die Fäuste zu schwingen. So gefallen als den Schlagzeuger. Viel großen Respekt an jeden Beschäftigten, vor allem Lila, die die Hauptrolle mit übernommen hat, jetzt seit dieses Jahr, dass die Probenzeit abgenommen hat und dass sie jetzt für so ein umfangreiches Projekt nicht zugenommen hat, ist ein Problem. Und ansonsten, ja, es hat viel Spaß gemacht. Musical ist mir entgegengekommen, weil ich auch gerne singe und tanze. Macht mir Mut, auf jeden Fall weiterzumachen. Ja? Ja, ich auch! Ich habe vor, das nächste Projekt noch zu machen, das dieses Jahr ja starten soll, aber würde das wahrscheinlich, oder nicht ganz sicher mein letztes Projekt sein, das was jetzt kommt. Danach hoffe ich, neue Menschen, die ich schon angesprochen habe, die sich auch für dieses neue Projekt schon interessieren und wenn es durchkommt bei der Finanzierung, würden die auch schon mitmachen. Und dann du bist von Anfang an dabei, mit immer viel Ideen und alles bist du dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich dein letztes Projekt wird. Es geht immer irgendwo bei dir weiter. Es gibt einige Veränderungen, 25, ja. Aber ich hoffe zum Guten, dass wir also eine Werkstatt gründen können, dass wir neue Leute gewinnen, die künstlerisch mit euch arbeiten und dass diese Arbeit sozusagen weiter professionalisiert wird. Denn was wir jetzt erlebt haben mit dem Musical, das war schon sehr professionell, muss man einfach mal sagen. Das Stück hat so das Leben rund gemacht. Also das Leben ist Musik, das Leben ist traurig, das Leben ist fröhlich, das Leben ist behindert, das Leben ist nicht behindert. Kann ich gar nicht, ist einfach. Das war ein Theaterstück wie's Leben. So. Lucky Man, Emerson Lake and Palmer.
Musik